Hallo meine Lieben, heute Tag 4 meiner Weihnachtsgeschenkserie und heute gibt es auch wieder eine kleine Geschenkbox und darin ist ein kleines Set für eine heiße Schokolade drin. Und was das genau ist oder was da genau drin ist, das gucken wir uns gleich nach dem Intro an. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine kleine Box mit einem Henkel und vorne drauf mit einem Goldschriftzug Merry Christmas. Und das kann man dann ganz einfach aufmachen, öffnen. Und da drin habe ich einen kleinen Schokobeeren, ein kleines Gläschen oder Fläschchen Baileys und dann für eine heiße Schokolade Schokopulver. Und wir machen eben auch den Kreis und den Stern, das machen wir drauf. Dann nochmal kleine Marshmallows und dann noch Schokostreusel drin. Und auch das Füllmaterial ist ein Recycling, da zeige ich euch auch, wie ich das mache. Und eben die ganze Box und die Beschriftung und eben diese Aufkleber, das machen wir alles mit dem Plotter. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los damit. Für das heutige Projekt braucht ihr Folgendes. Ihr braucht den Plotter, da ist das Fine Point Blade ist schon drin. Ich habe den Faltstift, mit dem ich arbeite, das Entgitterungstool, Karton. Ich habe hier schwarzen, das ist ein 300 Gramm Karton, aber per se, also es reicht auch mit einem 220er Karton, aber ich würde da schon etwas Stabiles nehmen. Dann habe ich eine Goldvinylfolie, eine schwarze Folie und das Transfer-Tape und rein in die Tüte, weil es gibt ja so einen Schokobecher, da habe ich 3 kleine Gläser mit Schokopulver, Schokostreusel, kleinen Marshmallows, eine kleine Flasche Baileys und dann noch so einen süßen kleinen Schokobeeren. Und starten tun wir mit dem Design Space und das machen wir jetzt auch gleich. Auf dem Design Space gehe ich hier auf den Cricut Access und gehe da zu meinen Favoriten, weil ich habe schon eine Box gefunden, die ich da verwenden will. Und zwar heißt die Gourmet S'mores. Da gehe ich drauf und die werde ich noch anpassen. Jetzt hat es hier ziemlich viele Sachen, die ich nicht brauche. Das Label. Ich gehe vielleicht hier durch, das geht ein bisschen einfacher. Guck mal, was hier in der Gruppe drin ist. Da ist das ganze Label drin, das brauche ich nicht. Dann die ganzen Texte, die brauche ich auch nicht. Dann haben wir in der Gruppe drin auch noch Text und Label, auch die brauche ich nicht. Und in der Gruppe auch nochmal die Marshmallows, die brauche ich auch nicht. Box with Handle, die brauche ich. Dann haben wir hier eine Karte, die brauche ich nicht. Das war es eigentlich auch schon. Ich verschiebe die mal hoch, damit ich alles das, was ich haben will, so ein bisschen zusammen habe. So. Jetzt seht ihr, wir haben hier 2 Boxen und ihr habt ein Sichtfenster. Dieses Sichtfenster will ich per se nicht haben und deshalb mache ich Folgendes. Ich gehe hier auf diese Form drauf und sage trennen, weil dann sind die Falzlinien von der Box getrennt. Dann klicke ich auf die Box drauf und gebe hier eine Form, nämlich ein Quadrat drauf, was größer ist als dieses Sichtfenster. Und jetzt gehe ich auf die Box und dann auf das Sichtfenster. Das heißt, die beiden, respektive die Box und das Sichtfenster. Das heißt, da seht ihr gar nicht, ne? Geh nochmal raus. Ich klicke auf
die Box selber, dann halte ich die Shift-Taste auf meine Tastatur und gehe auf dieses Quadrat und dann sage ich verschweißen. Und wenn ich jetzt die Falzlinien wieder hochnehme, sehen wir die auch wieder. Und jetzt kann ich die Falzlinie und die Box selber wieder verbinden. So, jetzt habe ich nämlich die zwei Seiten der Box, ohne dass ich da ein Sichtfenster drauf habe. Das ist genau das, was ich will. Und das werden wir tatsächlich auch schon als erstes mal ausplotten und gehen hier auf Herstellen. Seht ihr, das hat ganz knapp auf der Matte Platz von der Länge her, aber es passt noch. Und da sage ich weiter. Und beim Grundmaterial muss ich jetzt stöbern, weil ich habe ein Papier, was ein bisschen stärker ist als der normale Cardstock. Wir haben hier einen Medium Cardstock, der ist 216 und ich habe einen Heavy Cardstock. Den markiere ich mir auch noch. Das heißt, mit dem sollte es eigentlich gehen. Ich sage fertig. Und der sagt mir jetzt, ich soll das Doppelklingenrad nehmen. Ich gehe aber mit dem Falzstift und dann die Feinschnittklinge. Und beim Druck sage ich da effektiv mehr, weil es eben schon ein sehr starker Karton ist. Und dann kann ich das auf die Maschine geben. Ich verwende hier die Standard-Gripmatte, sollte eigentlich funktionieren. Und dann muss ich eben den Stift in die A-Klemme reingeben. In der B-Klemme ist schon das Fine Point Blade und dann kann ich die Matte reinnehmen. Wenn er fertig ist, sagt er das. Da können wir die Matte rausnehmen. Das war die erste. Und jetzt zum Lösen legt es immer auf die andere Seite und krümmt die Matte und nicht euren Cardstock. Und ich merke jetzt bei dem Cardstock, der ist nicht 100%ig gut geschnitten. Der erträgt noch ein bisschen mehr hier. Das heißt, ich werde da den Druck noch ein bisschen anpassen. Dafür gehe ich jetzt hier oben beim Material und sage alle Materialien durchstöbern. Und ich markiere den, aber sage Materialeinstellung. Das Ding heißt Heavy Cardstock. 270er gibt einen Druck von 282. Gehe da noch ein bisschen hoch, und zwar auf die vollen 350. So, dann versuchen wir es mit der Einstellung, aber hier auch wieder mit dem Mehr. Das hat definitiv besser funktioniert. Das heißt, den kann ich hier einfach rauslösen. Beim anderen Stück musste ich kurz mit der Schere ein bisschen nachhelfen, aber haben wir auch noch hinbekommen. So, was ich jetzt noch machen will, ich will für die Gläser noch einen Kreis und einen Stern drauf haben und ich will für hier vorne drauf ein Merry Christmas, was ich auch schon in anderen Projekten verwendet habe. Und das hier sind 10 x 10 cm. Das muss ich im Kopf haben für meinen Schriftzug. Das heißt, ich gehe hier auf Fertigstellen, dann speichere ich das und gehe wieder auf die Startseite.
Und in meinen Projekten habe ich eins, das Merry Christmas heißt, und das passe ich an. Jetzt habe ich ein paar Sachen, die ausgeblendet sind. Und da nehme ich jetzt dieses und dupliziere das kurz und blende das Original aus. Und jetzt habe ich hier eines und da sehe ich jetzt, das sind 10 auf 17 cm. Und ich weiß, ich habe nur eine Fläche, die 10 cm ist. Das heißt, ich muss das massiv noch runterdrehen. So, in dem Stil. Und jetzt verschweiße ich das Ganze, damit das alles ein Element ist. Und jetzt können wir die Größe anpassen. Das heißt, ich gehe hier auf 9,5. Und zudem wähle ich noch Kreise mit einem Stern drauf für auf die Gläser. Dann nehme ich für den Kreis 3,5 cm. Den mache ich weiß. Nee, den machen wir schwarz. Und dann will ich da noch einen Stern drauf. Der wird dann Gold. Und das richte ich kurz aus, zentriert. So. Und das mache ich jetzt Ctrl+C, Ctrl+V und so, dass ich das 3-mal habe. Und das kann ich jetzt alles an den Plotter übergeben. Und jetzt nehme ich einerseits das normale Vinyl, weil wir starten ja mit der schwarzen Vinyl. Die ist nicht so dick, da kann ich das normale Vinyl nehmen. Und da sagt er wird die Feinschnittklinge. Jetzt kommen wir zu der zweiten Matte. Und da nehme ich ein anderes Vinyl. Ich gehe da kurz in die Materialeinstellungen, um zu gucken, was das Vinyl selber für eine Einstellung hat. Das hat einen 107er Druck. Ich habe das Gefühl, weil dieses Vinyl, was ich jetzt brauche, das goldige, ist ein bisschen stärker. Und ich gucke kurz, ob ich ein Vinyl habe, was ein bisschen mehr Druck hat oder verwendet. Ich glaube, ich nehme hier dieses Frosted Opaque. Und dann kann ich auch wieder die Matte laden. So, dann können wir das auch gleich schon testen. Und zwar nehme ich hier meine schwarzen Kreise, da brauche ich noch nicht mal eine Übertragungsfolie, die kann ich einfach abziehen und aufkleben. Das sind schon mal die schwarzen Kreise
Und jetzt will ich hier die Sterne. Dann haben wir hier schon mal die 3 Gläschen mit den Sternen drauf. Und das Motiv schneide ich so ein bisschen raus, damit ich den Rest der Folie wieder verwenden kann. Dann kümmern wir uns um die Box und da müssen wir noch die Falzlinien nachziehen. Und eine der Seiten wird jetzt unsere Vorderseite, und zwar nehme ich hier die und darauf will ich die Folie übertragen, aber zuerst muss ich das noch entgittern. So, für das Entgittern von der Folie braucht es ein bisschen Geduld, zugegebenermaßen, aber ich finde den Effekt einfach extrem cool. Und dann können wir das hier drauf bringen. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Na, schön Glitzer und es hat auch eine schöne Struktur. Und jetzt können wir die Box noch zusammenkleben, und zwar mit den Klebelaschen. Und hier einfach gucken, dass ihr die Falzlinien, die waagerechten, dass die schön aufeinander liegen. Und diese Linie hier auch. Dann noch die zweite Lasche. Unten ist es so, dass hier zuerst die Lasche reingeht und dann kommen diese beiden Laschen quasi hier rein, also dieser, dass es da raussteht, und dann zu guter Letzt kommt die noch hier rein. Und so wird die Box zusammengehalten. So, und dann können wir unsere Sachen reinmachen, respektive ich schneide noch kurz ein bisschen Packmaterial zurecht, damit es da auch ein bisschen gepolstert ist. Wenn ihr euch wundert, wenn ich sage, ich schneide noch kurz ein bisschen Polstermaterial, das ist effektiv vom Verpackungsmaterial oder vom Transportmaterial von den Gläsern, damit die nicht kaputt gehen, gibt es ja jeweils so Papier, wo man das einwickeln kann. Und das schmeiße ich nicht weg, sondern ich falte das einfach zusammen und schneide dann solche Streifen ab. Und dann könnt ihr das einfach so ein bisschen auswuscheln und zerkneten. Und dann habt ihr wunderbares Verpackungsmaterial und habt quasi keinen Müll damit produziert. Ne? Das können wir jetzt hier reinpacken. Das passt auch noch perfekt mit diesem Gold, dieses Braun hier. So, und dann können wir unsere Sachen reinpacken, nämlich die coolen Gläser mit den Sternen. Das kleine Baileys Fläschchen. Und noch den süßen kleinen Bären. Und so haben wir wunderbar eine Tüte voller Süßigkeiten oder
was Kleines, was einem gut tut. Natürlich würde ich hier empfehlen, ein kleines Kärtchen noch dazu zu machen. Und dann haben wir hier diese beiden Häkchen, die ihr auf der Seite einschlaufen könnt. Und schon habt ihr eine kleine Tüte, die ihr jemanden auf den Tisch stellen könnt. Wenn ihr Angst habt, unten wegen dem Gewicht, da könnt ihr auch noch ein viereckiges Stück aus Graupappe oder so da ausschneiden und das reinlegen, bevor ihr das Füllmaterial reingebt, weil dann gibt es dem Ganzen auch noch ein bisschen Halt. Aber das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, es auch nachzubasteln und sowas eurem Team zum Beispiel zu verschenken. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder im Tag 5 meiner Serie. Bis bald! Everyone wants to be swept up.